Daniel, ich habe wirklich Probleme dabei, Deutsch zu lernen. Hast du vielleicht einen Tipp für mich? Du sprichst wie ein Muttersprachler. Du kannst auf italki deinen persönlichen Sprachlehrer finden. Was ist denn italki? italki ist die beliebteste Online-Plattform zum Lernen von Sprachen. Du kannst für ab 1 € eine Probestunde mit einem Privatlehrer vereinbaren, der einen individuellen Lernplan für dich erstellt. Das klingt super. Ich werde mich gleich heute auf italki mit dem Link in der Videobeschreibung anmelden. Lerne jetzt mit italki fließend Deutsch zu sprechen. Lerne Sprachen mit Muttersprachlern online auf italki. Du entscheidest, wann und wo. Jeder Lehrer hat seinen individuellen Preis. Du entscheidest, was du zahlen möchtest. Melde dich jetzt mit dem Link in der Beschreibung auf italki an und erhalte einen Rabatt auf deine ersten Stunden. Bis zum 31. November gibt es den Black Friday Rabatt. Spare jetzt 50% auf deine Stunden, sogar bis zu 75%, wenn du ein Paket von 5 Stunden buchst. Hier findest du den Black Friday Rabatt auf der Website von italki. Melde dich jetzt an und finde einen Lehrer, der zu dir passt. In letzter Zeit habe ich sehr viel Stress auf Arbeit. Ich arbeite an einem neuen Projekt und es ist sehr anstrengend. In letzter Zeit habe ich sehr viel Stress auf Arbeit. Ich arbeite an einem neuen Projekt und es ist sehr anstrengend. Ich bin seit 4 Wochen nicht mehr dazu gekommen, Sport zu machen, geschweige denn, mich gesund zu ernähren. Ich bin seit 4 Wochen nicht mehr dazu gekommen, Sport zu machen, geschweige denn, mich gesund zu ernähren. Nach einem harten Arbeitstag habe ich einfach keine Lust zu kochen. Nach einem harten Arbeitstag habe ich einfach keine Lust zu kochen. Da bestelle ich lieber eine Pizza oder esse einen Döner. Das geht schneller. Da bestelle ich lieber eine Pizza oder esse einen Döner. Das geht schneller. Ein bisschen schlecht fühle ich mich aber schon. Früher war ich sehr sportlich und war in guter Form. Ein bisschen schlecht fühle ich mich aber schon. Früher war ich sehr sportlich und war in guter Form. Jetzt habe ich bestimmt etwas zugenommen. Jetzt habe ich bestimmt etwas zugenommen. Vielleicht sollte ich mich wiegen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich mich wiegen. Das ist eine gute Idee. Was? Ich habe in den letzten 4 Wochen insgesamt 5 Kilo zugenommen. Das kann nicht sein. Die Waage muss kaputt sein. Was? Ich habe in den letzten 4 Wochen insgesamt 5 Kilo zugenommen. Das kann nicht sein. Die Waage muss kaputt sein. Ich muss unbedingt etwas für meinen Körper tun. Ansonsten werde ich das Gewicht nie wieder los. Ich muss unbedingt etwas für meinen Körper tun. Ansonsten werde ich das Gewicht nie wieder los. Ich habe eine Idee. Ich fahre
direkt ins Fitnessstudio und laufe eine Runde. Danach fühle ich mich bestimmt besser. Ich habe eine Idee. Ich fahre direkt ins Fitnessstudio und laufe eine Runde. Danach fühle ich mich bestimmt besser. Wenn ich jetzt losfahre, bin ich 7:45 Uhr im Fitnessstudio. Das ist eine gute Zeit. Früh ist es nicht so voll. Wenn ich jetzt losfahre, bin ich um 7:45 Uhr im Fitnessstudio. Das ist eine gute Zeit. Früh ist es nicht so voll. Ich werde mir jetzt Sportsachen anziehen und dann losfahren. Ich werde davor nichts essen. Vielleicht nehme ich dann direkt ein paar Kilo ab. Ich werde mir jetzt Sportsachen anziehen und dann losfahren. Ich werde davor nichts essen. Vielleicht nehme ich dann direkt ein paar Kilo ab. Viel besser. Jetzt kann ich losgehen. Viel besser. Jetzt kann ich losgehen. Zum Glück ist das Fitnessstudio nicht weit weg. Mit dem Auto bin ich in 15 Minuten da. Zum Glück ist das Fitnessstudio nicht weit weg. Mit dem Auto bin ich in 15 Minuten da. Ich war wirklich lange nicht mehr dort, aber das Training wird mir gut tun. Ich war wirklich lange nicht mehr dort, aber das Training wird mir gut tun. Danach werde ich auf jeden Fall schlapp sein. Danach werde ich auf jeden Fall schlapp sein. Ich bin da. Hier ist das Fitnessstudio. Ich bin da. Hier ist das Fitnessstudio. Vor dem Training ist es wichtig, sich gut zu dehnen und sich aufzuwärmen. Vor dem Training ist es wichtig, sich gut zu dehnen und sich aufzuwärmen. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man sich verletzt. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man sich verletzt. 5 Kilo sind um einiges schwerer, als ich dachte. Ich habe echt lange nicht mehr trainiert. 5 Kilo sind um einiges schwerer, als ich dachte. Ich habe echt lange nicht mehr trainiert. Früher hatte ich sogar ein Sixpack, aber durch den Stress auf Arbeit bin ich nicht mehr zum Sportmachen gekommen. Früher hatte ich sogar einen Sixpack, aber durch den Stress auf Arbeit bin ich nicht mehr zum Sportmachen gekommen. So, ich gehe jetzt noch 20 Minuten laufen. Dadurch werde ich das Fett direkt los. So, ich gehe jetzt noch 20 Minuten laufen. Dadurch werde ich das Fett direkt los. 20 Minuten waren etwas optimistisch geschätzt. Mir geht schon nach 5 Minuten die Luft raus. 20 Minuten waren etwas optimistisch geschätzt. Mir geht schon nach 5 Minuten die Luft aus. Egal, 15 Minuten noch und ich kann stolz auf mich sein. Ich schaffe das. Egal, 15 Minuten noch und ich kann stolz auf mich sein. Ich schaffe das. 15 Minuten später. 15 Minuten später. Mann, war das anstrengend. Ich habe so viel Hunger. Ich muss dringend etwas essen. Mann, war das anstrengend. Ich habe so viel Hunger. Ich muss dringend etwas essen. Mir ist sogar schon schwindelig. Ich werde mir schnell etwas zu essen holen. Mir ist sogar schwindelig.
Ich werde mir schnell etwas zu essen holen. Endlich etwas zu essen. Darauf habe ich gewartet. Endlich etwas zu essen. Darauf habe ich gewartet. Ein Burger, eine große Pommes und eine mittlere Cola. Wie viele Kalorien hat das wohl? Ein Burger, eine große Pommes und eine mittlere Cola. Wie viele Kalorien hat das wohl? Ach, so schlimm kann es nicht sein. Ach, so schlimm kann es nicht sein. Ich werde schnell aufessen und danach nach Hause fahren. Ich werde schnell aufessen und danach nach Hause fahren. Sobald ich zu Hause bin, werde ich mich wiegen. Hoffentlich habe ich schon ein paar Kilo abgenommen. Sobald ich zu Hause bin, werde ich mich wiegen. Hoffentlich habe ich schon ein paar Kilo abgenommen. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Was sagt die Waage? So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Was sagt die Waage? Was? Ich habe noch 1 Kilo zugenommen? Wie kann das nur sein? Was? Ich habe noch 1 Kilo zugenommen? Wie kann das nur sein? Ich brauche dringend eure Hilfe beim Abnehmen. Habt ihr ein paar Tipps für mich? Bitte schreibt sie in die Kommentare. Ich danke euch.